Mein Name ist Hardy Ponudic. Ich arbeite hier bei der Firma ZIM als Produktionsleiter. Wir haben den Sitz hier in Lustenau in Vorarlberg, ganz im Westen von Österreich. Wir produzieren hier am Standort Spindelhubgetriebe. Das ist ein elektromechanischer Antrieb, der eine Drehbewegung in eine lineare Bewegung umsetzt. Unsere Produkte werden zum Beispiel eingesetzt in der Papierindustrie zum Heben und Senken von großen Papierrollen. Wir haben uns für eine modulare Automatisierungszelle entschieden, die eine 5-Achsen-Fräsmaschine be- und entlädt, sowohl im Palettenhandling als auch im Teilehandling. Mein Name ist Marcel Haltiner, ich arbeite bei der Firma Fischer & Boli und bin zuständig für die Automatisierung. Also unsere Stärke ist, dass wir Gesamtlösungen anbieten. Wir können dem Kunden vom Maschinentisch bis zur Maschinenspindel die komplette Lösung bieten, in der Zerspannung, in den Werkzeugaufnahmen, in der Spanntechnik und in der kompletten Automatisierung. In der Zelle werden Aluminium- und Guss-Spindelhubgetriebe gefertigt und am Schluss sollen ca. 30 verschiedene Bauteile in Losgröße 1 bis 200 ungefähr gefertigt werden. Der Kunde belädt das Liftsystem mit Rohteilen. Dann werden diese Rohteile über Tablare vom großen Roboter auf den Vorsatztisch gelegt und dann werden die Bauteile aus diesen Werkstücktablaren auf die Vierfachvorrichtung beladen. Extern beladen hat den Grund, dass wir nicht in der Maschine die Beladung vollziehen, weil wir sonst zu lange Stillstandzeiten haben und so können wir das wesentlich kürzer durchziehen, indem wir nur die bestückten Vorrichtungen wechseln. Wenn das bearbeitet ist, kommt die Vorrichtung wieder raus, wenden die Werkstücke auf OP20, spannen die wieder ein und gehen die wieder mit der Vierfachvorrichtung in die Maschine. Sobald die zweite Seite fertig bearbeitet ist, gehen die Teile in eine Engratzelle. Dann werden die komplett entgratet und gereinigt und gehen dann zurück aufs Werkstücktablar und der Roboter setzt am Schluss dieses Werkstücktablar wieder in den Lift zurück und auf der Rückseite in der Bucht kann der Kunde nachher diese Teile als Fertigteile nehmen. Also wir haben die ganzen Auftragsverwaltungen, die ENZE-Programme, alle Vorrichtungen, alle Werkstücke, sei es Roh- oder Fertigteile, alles wird organisiert über dieses Leitrechnersystem. Die Zelle selber ist der Master, die Maschine selber ist nur Slave. Also hier bei diesem Projekt ist ein KR240 Quantec-Roboter verbaut. Den brauchen wir für die ganzen Vorrichtungen und Werkstücktablare zu handeln. Und einen KR10 Agilus, den brauchen wir für die Engratzelle, dass wir die Zugänglichkeit zu den Werkstücken haben, speziell im Innenleben. Ich persönlich finde Roboterunterstützung in der Produktion sehr wichtig, aus dem Grund, weil die Arbeitsplätze aufgewertet werden, weil man natürlich auch wettbewerbsfähig bleibt, dass wir natürlich Zeiten nutzen können, wo keine Mitarbeiter im Unternehmen sind, das heißt an den Wochenenden und auch in der Nacht. Wir schätzen an KUKA vor allem, dass wir sehr gut betreut werden, weil diese Zellen nicht nur in der Dachregion, sondern irgendwann weltweit stehen werden. Da sind wir angewiesen, dass wir ein sehr gutes Servicenetz haben und das bietet sich von KUKA natürlich sehr gut an. Also solche Roboterzellen werden die Zukunft sein, schon aus dem Grund, weil wir werden Teilehandling brauchen. Es ist zwar viel komplexer, aber es wird die Zukunft sein von Losgröße 1 bis große Serien, weil wir einfach so viel wirtschaftlicher unterwegs sind und vor allem Mitarbeiter sowieso nicht haben, um das Ganze auch richtig umsetzen zu können. Orange Intelligenz.